Ja, wir haben ja schon 170 Schiffe gehandelt letztes Jahr. Das ist so ungefähr die Größenordnung. Gab es ein Update zu der Kraftwerksstrategie? Also wir hoffen alle, dass das jetzt sehr schnell geht, dass wir dann handlungsfähig sind. Und das ist natürlich, wie dieses Beispiel auch zeigt, für die Versorgungssicherheit extrem wichtig. Hallo und herzlich willkommen zu Unipass Market Insights. Mein Name ist Florian Oberländer. Herzlich willkommen und herzlich willkommen auch heute an unsere Studiogäste und welcome back auch an Sie, Herr Pett. Gregor, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, freue mich auch. Letzte Folge habe ich mit Jess Torpy über das Wetter gesprochen. War auch sehr interessant und heute wollen wir wieder einige neue Themen besprechen, unter anderem auch über LNG und welche Rolle es im Nahen Osten spielt. Vorab wollen wir aber ganz kurz 2 Updates geben, und zwar, das war jetzt in den Neuigkeiten, einmal gab es ein Update zu der Kraftwerksstrategie. Was gibt es da Neues? Ja, also wir haben jetzt den lang erwarteten Entwurf, der wird jetzt konsultiert, der aus dem Wirtschaftsministerium. Das ist natürlich wichtig, weil zur Erinnerung, wir haben ja zu wenig steuerbare Kapazitäten in der Zukunft und deswegen ist diese Auktion und das Gesetz, das das regelt, dringend erforderlich. Und das Gesetz sieht jetzt vor, dass wir schon dieses Jahr dann die ersten Auktionen sehen werden im September und im Dezember, jeweils so 4,5 Gigawatt. Also das ist schon mal was und also eben ein wichtiger Punkt. Ne? Das muss jetzt aber erstmal konsultiert werden und dann wird es beschlossen, bevor es dann natürlich final zum Beschluss in den Bundestag geht. Ne? Also wir hoffen alle, dass das jetzt sehr schnell geht, dass wir dann handlungsfähig sind. Ja, absolut, ja. Wir werden natürlich dann hier auch direkt darüber berichten. Dann gab es Neuigkeiten über die Vereinigten Arabischen Emirate. Die sind nämlich aus der OPEC ausgetreten. Zur OPEC hatten wir in einer der letzten Sendungen schon ein bisschen mehr erzählt. Warum genau haben die das gemacht? Ja, also die Vereinigten Arabischen Emirate sind ja schon eine Nummer im Ölmarkt, ne? Also sind auch sozusagen Kernmitglied der OPEC gewesen und haben so rund 4 Millionen Barrel am Tag produziert. Die OPEC ist natürlich ein Kartell, das schon gewisse Regularien festlegt. Ja? Und die einzelnen Mitglieder sind natürlich gebunden an bestimmte Förderquoten, die da festgelegt werden. Und so wie man die Verlautbarung jetzt verstehen konnte, wollen die mehr Freiheit haben in der Vermarktung ihrer Produktion. Sie haben auch stark investiert in die Produktion und wollen offenbar jetzt die Mengen, die sie verkaufen, freier gestalten können, was sie nur außerhalb einer Gruppe wie der OPEC tun können. So verstehen wir das. Ja, genau. Ja, wenn man sieht, ungefähr 4 Millionen Barrel pro Tag, das sind auch ungefähr 4%. Kein kleiner Player, der da aus der OPEC ausgetreten ist. Genau, bleiben wir in der Region. Natürlich der Konflikt im Nahen Osten bleibt Thema und natürlich sind wir hier ein Format, was über Energiemärkte berichtet. Man muss natürlich auch sagen, dass das natürlich in erster Linie eine Tragödie für die Menschen vor Ort ist. Natürlich. Wir haben da auch Teams vor Ort, die dort leben und arbeiten und wir hoffen natürlich, dass das da sich schnell löst. Und wenn man so ein bisschen auf die Berichterstattung auch guckt, wird immer wieder von Flüssiggas, dem sogenannten LNG, geredet. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, für die Leute, die das nicht so auf dem Schirm haben, worum es da geht? Ja, also LNG ist erstmal physikalisch im Ausgang das gleiche wie Erdgas und dann wird es runtergekühlt auf minus 162 Grad und dann wird das flüssig. Ne? Und das wird dann natürlich, nimmt dann weniger Volumen ein, mit dem Ergebnis, dass es halt effizient auf Tankschiffen transportiert werden kann und das ist eben die Stärke. Also durch LNG ist der Gasmarkt ein globaler Markt geworden, weil die Verbindung zwischen Produzentenländern und Verbrauchsländern eben dann auch mit dem Seetransport stattfinden kann, ganz ähnlich wie eben beim Rohöl oder bei Öl das auch der Fall ist. Ne? Und für Europa war es jetzt besonders wichtig, dass nach Wegfall der russischen Pipeline-Lieferungen, die ja nicht mehr nach Westeuropa kommen, dass das im Wesentlichen durch LNG dann ersetzt werden konnte. Ja, und das kommt dann viel aus den USA jetzt gerade, weil USA stark im Aufbau ihrer Produktionskapazität ist für LNG. Und das war eben für die Energiesicherheit in Europa und ist für die Energiesicherheit in Europa extrem wichtig, LNG importieren zu können. Und für andere Länder gilt das schon sehr lange. Also Japan ist ein Beispiel, war eines der ersten großen LNG-Importländer. Andere Länder in Asien wie Pakistan, aber auch China sind starke LNG-Importeure. Ist das jetzt in der jetzigen Situation im Nahen Osten denn so, dass wir in Europa dann weniger bekommen und stehen wir da in Konkurrenz zu anderen
Ländern? Ja, zunächst mal ist es so, dass wir in Europa wenig direkte Langfristlieferungen aus der Golfregion haben. Ja, also die davon direkt betroffen sind, das ist nur sehr wenig. Es gibt ein paar Verträge, jetzt aber nicht bei uns, ne, auch nicht in Deutschland. So dass wir erstmal zum Glück nicht direkt betroffen sind. Da sind viele Länder in Asien in einer schwierigeren Situation, weil die direkt eben LNG aus der Golfregion bekommen. Pakistan ist ein Beispiel, aber auch Länder wie China, die doch ein Drittel ihres LNGs daher beziehen. In Europa sind wir indirekt betroffen, ne? Und zwar einerseits dadurch, dass der Preis für LNG auf dem globalen Weltmarkt natürlich steigt, weil die Nachfrage sich erhöht. Und das gilt insbesondere für sogenannte Spot-Cargos, also das sind Schiffe, die nicht vertraglich langfristig gebunden sind, sondern die auf dem Markt frei gehandelt werden. Und die werden jetzt natürlich teuer. Und wir konkurrieren in Europa natürlich, was solche Spot-Cargos angeht, auch mit anderen Ländern, auch insbesondere natürlich Ländern in Asien. Ja. Dass die Preise da schon ansteigen dafür, und zwar deutlich. Und das ist alles der Situation in der Straße von Hormuz geschuldet? Ja, natürlich. Also da ist ungefähr ein Fünftel des LNGs weltweit geht durch die Straße von Hormuz. Das ist schon ein großer Faktor. Ne? Das ist schon extrem wichtig. Da wird auch immer von diesen LNG-Schiffen geredet. Ja. Wie wichtig sind die? Ja, die sind natürlich das verbindende Element. Ja. Das ist praktisch das, was das Äquivalent zur Pipeline und bloß eben flexibler. Das LNG-Schiff kann statt von A nach B von A nach C fahren, wenn der Preis dort höher ist oder wenn irgendwie Störungen auftreten. Die Pipeline liegt da, wo sie liegt. Ne? Die kann man nicht verändern. Und wenn sie kaputt ist, ist sie kaputt, muss sie repariert werden. Während ein LNG-Schiff kann tendenziell durch ein anderes Schiff dann ersetzt werden. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Aber das Schiff ist eben ganz entscheidend. Das sind also sehr spezialisierte Schiffe, die sind sehr modern, sehr groß, werden überwiegend in China oder Südkorea gebaut. Das sind die großen Werften. So ein LNG-Schiff fasst so rund eine Terawattstunde an Gas. Also das reicht jetzt, um 70.000 Haushalte ein Jahr lang zu versorgen. Also das ist schon was. Die sind, wie gesagt, sehr modern. Das ist also, jemand hat mir mal erzählt auf dem Schiff, das sind auch die mit bestausgebildeten Kräfte auf so einem Schiff. Die Seeleute, die da arbeiten, die sind also auch Spezialisten. So ein Schiff, das 300 Meter lang ist, da sind 30 Leute ungefähr, ist die Besatzung. Also das sind schon sehr fitte und speziell ausgebildete Leute, die da arbeiten. Definitiv. Du hast schon ein paar Zahlen angesprochen. Wie gesagt, 70.000 Haushalte, das war so eine Zahl, wo ich gesagt habe, wow. 3,5 Fußballfelder lang sind die sogenannten, die größten Schiffe. Und es gibt 700 momentan weltweit dieser Schiffe. Und man sagt, bis 2030 kommen nochmal 50% dazu. Also schon eine große Flotte, die man dann hat. Pro Schiff an Baukosten, was schätzt du? Ja, das sind so ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag, also 200, 300 Millionen, denke ich mal. 250 Millionen im Bau und werden hauptsächlich in Südkorea und China gebaut. Charterkosten pro Tag ist auch ganz interessant. Je nach Charterdauer und Wechselkurs sind 70.000 €, also auch keine kleine Summe. Aber auch das schwankt sehr stark, ne? Also je nach Verfügbarkeit. Also momentan ist recht teuer, ne? Manchmal ist es auch billig, aber momentan ist es ziemlich teuer, die Charter. Genau. Ja, nicht umsonst haben wir ein Team, das optimiert bei uns, bei Uniper auch. Genau. Ja, wir haben ja schon 170 Schiffe gehandelt letztes Jahr. Das ist so ungefähr die Größenordnung. Na, also unser Team, die kennen sich schon aus damit. Genau. Wir haben auch selber Schiffe in der Flotte, 4 Stück. Unter anderem die Rosenrot und Schneeweiß. Ja, schöner Name für ein LNG-Schiff. Absolut. Wer sind denn bei LNG so die Hauptexporteure, Importeure? Ja, Exporteure, Katar haben wir schon genannt. Der größte Exporteur sind die USA. Ja, das sind so die großen. Und bei den Importeuren sind es China, Japan und Europa. Jetzt, wenn ich mal Europa als Summe nehme. Und Japan ist historisch gesehen immer einer der größten Importeure gewesen, sind auch Pioniere gewesen, weil die halt auch sehr früh eigentlich weite Teile ihrer Energie importieren müssten. Und China durch das starke Wachstum der Industrie und der Wirtschaft haben die sehr stark aufgeholt, haben dann irgendwann
Japan auch überholt als LNG-Importeur. Du hast Katar als einer der Hauptexporteure genannt. Ist natürlich jetzt von der Route her mit der Blockade schwierig. Gab es da andere Beeinträchtigungen noch? Ja, das ist sehr schwierig, weil natürlich das ganze LNG, das aus Katar herauskommt, durch die Straße von Hormuz gefahren werden muss. Katar wollte sehr stark ausbauen, die Förderkapazität, und ist jetzt angegriffen worden durch Raketen aus dem Iran, eben stark beschädigt worden. Ras Laffan, das größte LNG-Verflüssigungsterminal der Welt, ist eben stark getroffen worden. Das wird Jahre dauern, um wieder auf die Menge zu kommen, die es vorher hatte. Also wir gehen davon aus, oder Beobachter gehen davon aus, dass auf 2 bis 3 Jahre ungefähr 17% der Kapazität fehlen werden an LNG, einfach weil das Terminal so stark beschädigt ist. Ja. Und das ist natürlich für Katar als Land auch ein starker Schlag. Ne? Das ist, weil die katarische Wirtschaft natürlich sehr stark auch darauf gebaut hat, ne? Auf die Erlöse, die da ins Land kommen. Ja, definitiv. Und ich meine, wir haben die Größenordnung von den Schiffen schon besprochen. Diese Regas-Terminals, das sind ja auch keine kleinen Sachen. Nee, das sind große Anlagen. Ja. Habe ich gerade auch mal rausgesucht. Also um da ein Regas-Terminal hinzustellen, muss man ungefähr 1 Milliarde US-Dollar ausgeben. Also keine kleine Summe. Tankgrößen von bis zu 250.000 Kubikmeter. Das ist ungefähr der Inhalt eines Fußballstadions oder 100 olympische Schwimmbecken, also auch nicht klein. Wir in Deutschland haben unter anderem in Wilhelmshaven eine schwimmende Version davon. War damals auch in der Presse. Und ja, ist auf jeden Fall eine Situation, die wir genau beobachten bei Uniper. Und wie gesagt, hoffen, dass sich das natürlich zeitnah auch dort löst. Im Zusammenhang auch mit dieser geopolitischen Situation dort ist immer wieder von der EU-Methanregulierung auch die Sprache. Worum geht es da genau? Bei der Methanregulierung geht es im Wesentlichen darum, Methanverluste, Leckagen zu vermeiden. Ne? Das ist natürlich wichtig, weil Methan ein sehr klimaaktives Gas ist, deutlich klimaaktiver als CO2. Das heißt also, die Vermeidung von Methanemissionen ist extrem wichtig. Und die Methanregulierung geht in mehreren Schritten vor. Ne? Also zuerst die Verpflichtung, Emissionen zu messen und zu beobachten. Ja, das ist immer der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, dass man sagt, es gibt Regularien, Leckagen zu vermeiden. Also es gibt Regeln, wie man das macht. Dass man zum Beispiel gezielte Methanemissionen komplett vermeidet. Da geht es zum Beispiel um die Entspannung von Anlagen unter Druck. Also zum Beispiel, ich habe eine Verdichterstation, also eine Kompressorstation für Erdgas, und wenn die gewartet werden muss das Gas natürlich raus. Und ganz früher hat man das so gemacht, dass man das einfach in die Atmosphäre abgelassen hat, das Gas, damit der Druck rausgeht, und dann konnte man das warten. Das ist dann verboten jetzt. Ne, und man muss das Gas auffangen und verwerten. Ne. Das ist auch wirtschaftlich, ist natürlich auch viel besser so, aber eben insbesondere für die Umwelt. So, die Methanregulierung legt das alles fest, reguliert also, wie Leute, die solche Anlagen betreiben, mit Leckagen und solchen betrieblichen Vorgängen wie Entspannungen der Anlage umgehen müssen. So, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass wenn wir Gas importieren aus anderen Ländern, zum Beispiel durch LNG, dass man sozusagen sich angucken muss, wo kommt das her und welche Methanemissionen entstehen eben auf dem Transportweg. Ne, das ist so ein bisschen wie Lieferkettengesetz. Ne, und das legt das eben auch fest und legt dann eben auch Regeln fest für neue Verträge, ne, dass die Produzenten das nachweisen müssen etc. Ne. Und hier ist natürlich ein bisschen das Problem. Ne, lange Zeit sind die Details nicht so klar gewesen, und es hindert mich natürlich oder verzögert den Abschluss von längeren Lieferverträgen, wenn ich nicht genau weiß, was ich da machen muss, beziehungsweise wenn ich im Wettbewerb stehe mit anderen Käufern und andere Käufer haben das nicht, diese Regulierung, dann habe ich einen Wettbewerbsnachteil, ne, weil ein Produzent sagt, warum muss ich für die Europäer solche Sachen dann alles beachten und für andere Länder vielleicht nicht. Das muss man halt wissen, und das dann den Wettbewerb um solche Lieferverträge etwas erschwert. Also man muss abwägen die Klimaziele gegen die Versorgungssicherheitsziele. Ja, okay, verstanden. Und das müssen wir natürlich pragmatisch tun.
Und das ist eben ganz wichtig aus Sicht der Importeure von Erdgas, dass man das eben pragmatisch tut und es nicht so kompliziert macht. Ja, definitiv. Ich stelle mir es unheimlich schwierig vor, das überhaupt nachzuhalten, wenn irgendwie eine Produktion wirklich weit entfernt ist, dass man da das überhaupt irgendwie Ja, wenn ich mir so einen Markt angucke wie die USA, ne, das sind, wie gesagt, der größte LNG-Produzent weltweit mittlerweile. Das sind ja Hunderte, Tausende von kleinen Produzenten, die einspeisen aus ganz vielen Feldern in das US-amerikanische System. Und dann sind die meisten Terminals an der Golfküste und dort sind eben die Verflüssigungsanlagen. Da jetzt nachzuhalten, dass ob jeder Produzent, der da einspeist, sich an all diese Regularien hält, das ist schon komplex. Auch ein spannendes Thema, definitiv. Absolut. Okay, machen wir ein Häkchen hinter für diese Folge und kommen zu einem meiner Lieblingssegmente in dem Format. Und das sind die Fragen unserer Trainees. Oh ja. Dieses Mal stellt Zoe Diemand direkt 2 Fragen und die hören wir uns jetzt einmal an. Hi Gregor, ich bin Zoe, freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe heute 2 Fragen für dich mitgebracht. Die erste Frage bezieht sich auf junge Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger und was du ihnen mitgeben würdest, wenn sie eine erfolgreiche Karriere im Energiesektor anstreben. Und die zweite Frage bezieht sich auf die europäischen Energiemärkte und wie eng diese eigentlich miteinander verbunden sind und wie wichtig das eigentlich ist bei dem steigenden Energiebedarf, den wir aktuell haben. Fangen wir am besten mit der Energiemarktvernetzung in Europa an. Wie stark sind die europäischen Energiemärkte miteinander vernetzt? Ja, also sehr stark. Das ist natürlich ein bisschen regional unterschiedlich. Aber zum Beispiel haben wir im Strommarkt eine starke Vernetzung, die Netze sind synchronisiert. Wir haben übergreifende Märkte zum Beispiel für Regelenergie. Die Schwankungen werden sozusagen grenzübergreifend ausgeglichen. Es gibt Mechanismen zwischen den Börsen, ja, dass also sozusagen ein automatischer Ausgleich da stattfindet. Ne? Also da ist die Vernetzung schon sehr gut und das ist auch sehr wichtig von der Effizienz und von der Versorgungssicherheit her. Ne? Auf der Gasseite ist die Vernetzung auch sehr gut, ne, nicht ganz so stark wie jetzt in der Kernzone bei den Strommärkten. Aber es gibt eben gute Leitungsverbindungen zwischen allen Ländern in jetzt Nordwesteuropa insbesondere. Das ist in der Krise jetzt durch den Ausfall der russischen Mengen auch nochmal ausgebaut worden, sodass zum Beispiel Ströme umgekehrt werden konnten, während das in der Vergangenheit alles von Ost nach West ging. Ne, und jetzt ist es so, dass viel LNG zu Häfen kommt, die dann eher so im Westen Europas liegen, sodass sich die Lieferströme dann eben umgekehrt haben teilweise. Da mussten technische Vorrichtungen vorgesehen werden, damit das eben möglich war, etc. Das ist alles geschehen, sodass sich die Vernetzung nochmal verbessert hat. Und das ist natürlich, wie dieses Beispiel auch zeigt, für die Versorgungssicherheit extrem wichtig. Ne? Wenn ich also statt Pipeline-Lieferungen aus dem Osten teilweise dann eben in die LNG-Mengen aus dem Norden und Westen bekomme, dann trägt das auch zur Versorgungssicherheit bei. Ne? Also die Vernetzung, das ist auch immer eine Priorität des europäischen Binnenmarktes gewesen, dass diese Vernetzung ausgebaut wird. Absolut. Strom und Gas. Wunderbar. Zoe, ich hoffe, erste Frage gut beantwortet. Kommen wir jetzt zur ersten Frage von Zoe und da fragt sie, worauf sollten junge Berufseinsteiger achten, wenn sie künftig in den Energiemarkt eintreten möchten? Sehr gute Frage. Wir müssen ein bisschen zurückgehen, unsere Anfangszeit, aber hat sich auch ein bisschen geändert. Ja, über 30 Jahre im Energiemarkt und das war aber nie langweilig. Ne? Also das ist jetzt wirklich einer der Märkte, die nie langweilig werden. Es ist schon so, dass die Bedeutung der Energie für die Volkswirtschaft und für die Menschen im Land, in Europa, das schon, also wen das antreibt, dass das so eine Art Sinn und Zweck ist der Arbeit, dass man hilft, das möglich zu machen, das wäre eine starke Motivation. Also wenn jemand das mitbringt und er oder sie dann bei uns dann da anfangen möchte oder in der Energiewirtschaft anfangen möchte, das ist als Motivation, glaube ich, wichtig. Ansonsten verändert sich die Energiewirtschaft sehr stark, aber es ist natürlich so, dass durch die Investitionszyklen das jetzt ein bisschen länger ist als jetzt in der Konsumgüterindustrie oder in etlichen Dienstleistungssektoren. Also das ist schon, die Zyklen sind länger. Das heißt, man muss manchmal auch ein bisschen Geduld
mitbringen und die entsprechende Flexibilität auch haben. Es zahlt sich auch aus, wenn man örtlich eine gewisse Flexibilität hat, dann kann man immer so hingehen, wo es gerade spannend ist. Das sind also Sachen, die man mitbringen muss. Ich glaube, es hilft auch ein bisschen analytisch zu sein, also keine Angst vor Zahlen zu haben. Die meisten Sachen im Energiemarkt, da hat man dann irgendwie mit Zahlen auch zu tun. Ne? Das hilft auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ich glaube, eine gute Guidance für alle, die Interesse da draußen haben. Gregor, vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Ich muss noch ganz kurz, bevor wir Tschö sagen, ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Und zwar hat das Juniper Digital Team, wo es das Juniper Digital Portal gibt, einen Trading Desk eingeführt für Kunden, wo Kunden selber auch handeln können. Das ist ein ganz, ganz interessantes Tool. Ich habe mir das schon mal angeguckt. Wenn Sie da draußen Kunde sind oder Kunde werden möchten, schicken Sie gerne eine E-Mail an digital@juniper.energy, um die Fragen beantwortet zu bekommen. Ist definitiv eine E-Mail wert und ein gutes Tool, was wir jetzt auch im Portfolio haben. Genau. Prima. Das war's für diese Runde. Schön, dass du wieder da warst. Gerne. Und dann freue ich mich auf die nächste Runde mit dir wieder. Und an Sie da draußen vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen.